noch tief und fest. Es ist jetzt so 20, draußen regnet es, aber es hört bald auf. Sie steht gar nicht auf, aber das Regnen hat es aufgehört. Guten Morgen. Da habe ich doch von der Astrid den Geheimtipp bekommen. Ich soll zum Tafelssee noch fahren. Jetzt schaut euch mal, wie gigantisch. Wow. Und das Ufer ist für ein Patschi perfekt. Da machen wir Frühstück. Um 6:15 sind wir gestartet, vor einer halben Stunde. Ja, das denke ich mir auch. Gleich schwimmen. Meine Güte. Glasklares Wasser. Das ist ja echt ein Geheimtipp. Wunderschön. Ich kriege mich gar nicht mehr. Die Felsen da hinten. Könnte man meinen, irgendwo in Bergen. Und Patschi kriegt nicht mehr genug. Meint, das ist ein tolles Wasser. Ja? Mein Winterhund. Im Sommer ist ihm immer zu warm. Ist das toll? Blöde Frage. Blöde Frage, gell? Und jetzt mal wieder raus. Komm, komm, jetzt Frühstück. Jetzt ist Frühstück. Liebe Astrid, danke für diesen genialen Tipp vom Tafelssee. Also klasse. Zum Frühstück gibt es jetzt endlich den Champignon, den ich gestern gefunden habe. Moment, ich filme gerade. Zum Frühstück gibt es jetzt endlich den Champignon, den ich gestern gefunden habe, aufs Brot. Da ist jetzt echt einer gekommen, der geht ins Wasser. Der schwimmt da jeden Tag. Das muss ja ein Traum sein. So nah wohnen, okay, für mich nicht, weil ich kaltes Wasser scheuche. Patschi guckt ihm sehnsüchtig nach. In der Nacht hat es geduscht mal. Und wie wir losgefahren sind, war wieder alles weg. Und jetzt kommt sogar die Sonne. Die Flasche, da habe ich das Öl drin. Geht ideal, läuft nichts aus. Da habe ich jetzt schnell den Pilz reingeschnippelt. Ich glaube, ich brösel da mein Brot einfach nur rein und löffel es zusammen aus. Dann freue mich. Den ersten Kaffee gibt es deftig und den anderen, da gibt es Hollerkücherl. Da ist nämlich gleich da hinten der Busch. Bevor wir wieder aufbrechen, stapfe ich mit dem Patschi jetzt ins Wasser.
bitter nötig. Ganz nötig hast du das, ja? Ganz richtig bitter nötig. So, dann schauen wir mal, wie kalt es ist oder warum. Er kann sich schwimmen. Das ist ja echt warm. Ja, warte, es ist warm. Ja, irre. Meine Güte. Und so ein dicker Fisch ist da. Richtig warm. Da könnte sogar ich rein. Ich Wasserscheue. Wir es wieder. Das ist ja noch eine tolle Information über den Tafelsee. Zweieinhalb Stunden waren wir da. Ja, da wird Stein gehauen. Durch die große Pfütze fahre ich wieder durch. Und dann laufe ich wieder mit dem Patschi mit. Das ist ja so schön hier. Fahre ich auch gleich durch die laufen. Also, ich war nicht alleine dort am See, da kam noch ein Herr und der hat mir viel erzählt, dass hier zum Beispiel, gerade bin ich über so einen Stein gehupst, da war ein Haus gestanden. Die Leute hatten weder Strom noch fließend Wasser, aber guckt mal, das sind ja so saubere Quellbäche. Da ist die Vils da drüben gleich. Die mussten immer zu Fuß zu ihrem Haus gehen. Da konnte man nicht hinfahren. Und das ist aber schon über 100 Jahre alt gewesen. Ist aber nur abgerissen. Und auch über den Zaunkönig sein. Und auch über den, ja, das schmettert ein Zaunkönig. Und der See ist 11, 12 Meter tief und da sind früher immer die Fische gestorben. Weil unten das Wasser so sauer war. Da hat irgendwie kein Austausch stattgefunden. Ist immer nur das Oberflächenwasser weg
bin gespannt. Ich lese mir das dann in Ruhe durch. Ich habe mir jetzt das Tafel nicht durchgelesen vom Steinbruch, weil der ist aus einem Steinbruch entstanden, der See. Und jetzt wurde, er hat das von einem Rohr verlegt, gesagt, er hat gesagt, wie breit, Durchmesser 80 cm, weiß ich jetzt nicht. Und dass dann Austausch stattfindet. Und jetzt ist es unten und oben gleich warm. Darum ist der immer relativ warm. Er sagte, früher hat er im Sommer, nein jetzt, nee früher, oh Gott, bringt schon alles durcheinander. Aber er wollte nicht auf YouTube. Er wusste gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall, früher oder jetzt, 28 Grad hatte der See. Und ich habe es ja gemerkt, ich bin ja da echt empfindlich bei kaltem Wasser. Ein Traum. Also theoretisch hätte ich da rein können und hätte ich jetzt einen Badeanzug anziehen und klitschnass und die Sonne scheint noch nicht. Ja, also sind wenigstens die Füße gewaschen. Kommt wieder die enge Brücke. Wir könnten natürlich auch durch die Furt. Ja, aber da ist dann dieser Kieshuckel. Da kommen wir dann nicht mehr hoch. Da fahren wir wieder die Brücke. Ist ja locker breit genug. So, Patschi, Vorsicht, du kannst da jetzt nicht rüber. Oh, dann ist der Patschi bis jetzt alles gelaufen. Und Patschi taugt so, jetzt wollte ich ihn gerade einsteigen lassen, weil wir auf die Straße kommen, dass er mal wieder fährt. Er ist ja heute noch gar nicht gefahren. Da wollte ich einsteigen, was er sonst gern tut. Aber die Sonne ist noch nicht da. Es ist richtig angenehm. Ja, dann soll er halt noch laufen. Und ich suche halt die Straße nochmal in der falschen Richtung. Nirgends. Jetzt fahren wir wieder. 300 Meter wird Patschi noch gelaufen sein. Er wollte immer noch nicht einsteigen. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen fahren. Wird doch nicht wieder regnen. Ich habe meinen Regenmantel, mein Regencape vergessen. Mein Fahrradregencape. Aber ich habe die Übergangsjacke dabei, die ist auch regendicht. Und wenn. Also Nachmittag soll sogar die Sonne wieder rauskommen. Aber die Temperatur ist einfach ideal. Ja. Mal ganz angenehm, wenn die Sonne nicht so auf die Arme brennt. Ich habe ja auch nur langärmelig. Wunderschön. Heute Nacht kam ordentlich Regen runter. 8 Liter hat der Mann gemeint, der da mit am See lag. Wir haben wieder eine schwarze Wolke über uns, kommt ab und zu ein Tropfen. Ich glaube, dass das nichts Ernstzunehmendes ist. Was da so quietscht, ist die Bremse hinten. Immer wenn ich ein bisschen leicht anziehe, hört es wieder auf. Hübsche Ortsmitten. Irgendwas mit schön heißt es. Schönerting oder Schönerting ist der Ort. Eine hoffentlich kleine Regenwolke sucht uns heim. Also laut Wetterbericht, den ich in der Früh noch angeschaut habe, wird es ja wieder strahlend Sonnenschein. Dann trocknet alles. Bin mir jetzt nicht mal sicher, ob das der Vilstal-Radweg ist. Es zeigt immer nur das Radroutenkennzeichen an, aber es ist nicht mehr Vilstal-Radweg erwähnt.
Jetzt gucke ich dann mal vielleicht erstmal von der schwarzen Wolke weg und dann mal in Ruhe neu orientieren. Da kommen jetzt aber fette Tropfen runter. Kann nicht lang dauern, fahren wir da unter die Eiche. Geht nicht wirklich unter die Eiche mit dem Graben. Dann fahren wir weiter, hat eigentlich schon wieder aufgehört. Doch, wir sind schon richtig. Da kamen wir. Und jetzt geht's da. Da sind wir gerade durch. Jetzt geht's weiter bis Eichendorf. Und die Vils ist weit weg. Jo, ist halt Vilstal, Radweg. So, und jetzt ist die Beschilderung doch anders. Vilstal, Radweg, ging's links weg, nicht nach Geinsdorf. Viel kleiner ist sie da, die Vils und das Vilstal. Hübsch. Und da sind schon Radler. Genau, und ich bin, wie ich zu Fuß gelaufen bin, 2019, bin ich nämlich geradeaus weiter Richtung Geinsdorf. Aha, die fahren da links rüber. Na, da gibt es noch viel zum Auskundschaften. Aber wir fahren da mit Sicherheit. Mit Sicherheit. So, jetzt bin ich aber gespannt. Vilstal-Radweg muss ja jetzt irgendwo stehen. Radlfrei, der steht nicht da. Und da steht plötzlich Vilstal-Radweg links. Aber ich bin ja jetzt auf der anderen Seite die ganze Zeit dem Vilstal-Radweg gefolgt. Wo die lang fahren, da kommt man normalerweise her und die biegen dann hier rechts ab und fahren dann über Grönsdorf. Oh, schalte aus. Nee, filmt noch. Ich muss also jetzt umkehren und muss da bei Grönsdorf links abbiegen. Es geht nach Grein. Oh Gott, ich mach's dann, sag's dann nochmal deutlich. Da geht es jetzt an der Vils entlang, genau. Das ist jetzt das, wo es schräg rauf nach, wie hat es geheißen, Gallgleis. Das ist ja schön. Radfahrer und Wanderer. Die Sonne gleich runterbrennt, wenn sie da ist. Und da sind wir auf der Sonnenseite. Es ist mittlerweile 11:15. Da drin ist versteckt Bank und Tische. Aber ich bin noch so satt vom Frühstück. Wir fahren weiter. Da müsste ich jetzt nicht 3-4 Stunden lang fahren, bis ich endlich einen Platz im Schatten gefunden habe, bei dem der Autoverkehr nicht so laut ist wie gestern an der Donau. Oh, da ist ja eine schöne Stelle nach der anderen. Drüben eine hübsche Brücke. Mal schauen, wo es für uns lang geht. Vilstal-Radweg, eindeutig hier noch entlang. Hübsch auch mit den Bänken hier. Dieses Mobiliar. Schwarze Wolken immer wieder. Mal schauen, was der Wetterbericht sagt. Da steigt keiner mehr aus bei den Mülltonnenleeren. Da ist ein Arm, der die hochnimmt und wegkippt. Also die Ausschilderung ist nicht gut. Genau nach Westen stimmt. Also wie das passieren kann, da bin ich da in Kriegsdorf runtergeschickt worden. Und da geht es wohl bloß hier im Vilstal-Radweg. Und ich habe aber das irgendwie nochmal im Vilstal-Radweg gesehen. Und jetzt bin ich hier. Das heißt, jetzt müssen wir noch
4, 5 Kilometer Straße fahren, bis wir dann wieder da oben auf dem richtigen Vilstalradweg sind. Also ich fahre ja rückwärts, aber selbst da könnte man ein bisschen auf die Wegweiser achten. Gegenwind haben wir nicht schlecht. 2 Kilometer noch, dann sind wir wieder auf dem Vilstalradweg. Aber der ging ja jetzt auch dauernd Straße durch die Ortschaften. Das kenne ich. Da bin ich ja schon gelaufen 2019. Aber natürlich nicht so eine grässliche Straße wie hier. Jetzt fahre ich mit Turbo gegen den Wind an. Ich fahre jetzt gerade einen Kilometer wieder zurück, weil um auf den Vilstalweg zu kommen, muss ich sonst über eine Hügelkuppe. Und wenn die immer breiter wird, weil der Vilstalweg nach oben geht, und wenn ich jetzt den Kilometer zurückfahre, dann kann ich den Spitz noch umfahren von dieser Hügelkuppe. Macht Sinn. Und Wahnsinn, was das ausmacht jetzt mit Rückenwind. Da glaubst du, da geht kein Wind und musst nicht treten. Ja, kann man in den Genuss, ein bisschen Rückenwind zu haben. Die Hügelkette, die wird nämlich immer breiter nach links zu nach Westen. Und da hinten, da ist sie flach, da kann man rumfahren. Da hört sie auf. Stand jetzt sogar an der Straße zum Vilstalradweg. Habe ich vorher übersehen, weil wenn ich dann immer aufs Navi gucke, blöd, man sollte doch öfters mit der Karte wieder vergleichen, wenn die Beschilderung so schlecht ist. Oh, jetzt darf der Patschi wieder raus. Endlich wieder schöner Weg, ja, zum Vilstalradweg rüber. Also da habe ich mir schon was Besseres getan, sage ich jetzt mal so, als über diese Hügelkilometer weit. Das geht jetzt so schön über den Hügelausläufer vorbei, um den Hügelausläufer rum. Patschi regt sich auf, er denkt, da vorne fährt Hans mit dem Trike. Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Er ist immer noch so nervös und guckt nach dem Radfahrer. Wir sind tatsächlich wieder auf dem Vilstalradweg. Ist jetzt nicht so schön, aber noch viel schöner als vorher da auf der Straße, wo einem die Lastwagen die Kies in die Augen geschleudert haben. Ist wie im Leben. Mal schöne Streckenabschnitte, mal nicht so schöne Streckenabschnitte. So muss es sein. Ich bin wieder mal nicht auf dem Vilstalradweg. Schaut mal, was da der Sturm, die liegen alle. Aber da vorne links geht's rein jetzt wieder und dann bin ich wieder drüben. Auf. Es ist 10 nach halb 2. Langsam wird es Zeit für eine Mittagspause. Aber so wie es da ausschaut, nicht sehr einladend. Was da Äste abgerissen hat, den ganzen Weg schon. Ich bin jetzt gerade weg vom Vilstalweg. Da oben, da ist so eine nette Stelle, ich glaube eine kleine Kapelle. Und da machen wir Mittag. Und ein hübscher kleiner Bach ist auch noch da. Langsam, Patschi. Langsam. Ja klar, es schaut auch richtig schön sauber aus. Warte. Dann gehen wir da rauf. Ja. Oder fahren, ne, Patschi? Laufen.
kommt keins, los geht. Ich hoffe, dass es einigermaßen gerade ist. Da soll der Wohnwagen jetzt ein bisschen auch als Windschutz herhalten. Jetzt machen wir Mittagspause. Zu langsam. Da ist jetzt gerade ein Marder über die Straße, kam da aus dem Feld raus. Patschi ist noch ganz aufmerksam, schnüffelt noch. Seit etlichen Kilometern wird er wieder schön, der Radweg, oder geht er doch bloß an der Straße entlang. Jetzt geht er weg von der Straße. Ich muss mit dem Gegenwind alles in Turbo fahren. Geht super. Was macht denn jetzt die Polizei auf dem Radweg? Ist das überhaupt die Polizei? Ja, schon. Nee. Doch. Hinten, das sind doch Gurkenflieger. Werden da schon Gurken geerntet? Und spritzt. Oh, das sind Gurken, alles Gurken. Und da hinten wird geerntet. Da liegen die Leute auf dem Bauch und holen die Gurken vom Feld. Gerade wieder eine nette Begegnung gehabt. Der Herr, der davon fährt, 77 Jahre, hat 500.000 Kilometer gefahren in seinem Leben bis jetzt, weil er auch Rennen gefahren ist. Und sagt, auf dem Rad tut ihm nichts weh. Im Bett spürt das Kreuz und alles, aber auf dem Rad tut ihm nichts weh. Mei. Da kann man bloß alles Gute wünschen, gell, dass lang genießen kann, das Radfahren. Und das ist, hat er mir gesagt, eine alte Bahntrasse, wo wir da fahren. Und das ist der Vilstal-Radweg. Weil ich gerade schon wieder angehalten habe. Ja, weil ich gerade schon wieder angehalten habe und vergleichen wollte, weil es so komisch ausgesehen hat. Ja, aber es stimmt, wir sind auf dem Vilstal-Radweg. Ja, und er war total begeistert, sagt, ich mache das, was er schon immer machen möchte. Jo, dann ist es jetzt wieder richtig schön. Ich liebe so alte Bahntrassen, die als Radweg umgebaut werden. Das ist am allerschönsten zum Radfahren. Die haben einen schönen Teer meistens und sind nicht an der Straße, schlängeln sich so schön durchs Gelände. Eben sind sie. Ja. Da unten auch wieder so Gurkenfliegerflügel. Das ist ja so das Gemüseanbaugebiet schlechthin hier. Wenn man da im Herbst kommt, da scheue ich mich nicht, liegen gebliebenen Kohlrabi mal mitzunehmen oder was halt die Erntemaschinen dann liegen lassen. Mal Kartoffel. Jo. Langsamst fährt der Traktor da durch. Es sind schon extra Schneisen angelegt, wo dann der Bulldog durchfährt. Die legen sich da bäuchlings drauf.
bin ich aber erstaunt. Da steht Bockerlbahner Radweg. Gibt es da noch einen? Weil der geht ja von Ost nach West. Und den ich gefahren bin, den Bockerlbahner Radweg, der geht von Süd nach Nord. Mal genauer schauen. Und es war nicht der Vilstal-Radweg, wo ich drauf war, am Bockerlbahn-Radweg. Hat mir der falsch gesagt. Jetzt fahre ich also wieder 2 Kilometer hinauf. Irgendwo rechts, dann kommt der Vilstal-Radweg raus. Bin mir ziemlich sicher, dass da der Vilstal-Radweg rauskommt. Also ich kann euch nur empfehlen, fahren in der richtigen Richtung. Quelle, Mündung. Weil entgegengesetzt die Markierungen, die sind absolut, ja, da steht schon Vilstal-Radweg. Die Gegenmarkierungen, die fehlen einfach total. Oder sind auf der falschen Seite angebracht, weswegen ich ja falsch abgebogen bin. Gurkenernte in vollem Gang, überall. Und da stehen die Kohlköpfe für den Herbst. Wie können die da Kohlkopf an Kohlkopf ohne irgendein unerwünschtes Grün dazwischen so wachsen? Was wird da gespritzt? Ja, mit der Hand wird das bestimmt nicht rausgerissen. Da steht ein Schwergewicht auf der Waage. Ihr dürft raten, bevor ich das Rätsel auflöse. ...25.720 Kilogramm. Schaut, da stehen die Gurkenflieger. Schauen wir mal rein. Die haben irgendwie sowas wie ein Reifen, so ein aufblasbarer Reifen und Tücher unter sich liegen. Gut, dann fahren wir weiter haben wir nicht mehr. Und kaum 5 Minuten später, als ich an einem Garten vorbeigefahren bin, höre ich hinter mir: Jetzt kommst aber rein. Und dann drehe ich mich um und dann steht da die Christa Holler beim Kirschbaum. Christa ist eine Pilgerführerin und wir sind uns jetzt das 3. Mal zufällig begegnet. Unglaublich. 2019 war das erste Mal. Da war ich mit Patschi noch zu Fuß unterwegs auf einer 350 Kilometer Wanderung. Letztes Jahr schon mit dem Wohnwagen. Und jetzt wieder fahre ich zufällig am Garten bei ihr vorbei. Mit Sturmwindfrisur. Ja, immer. Wir alle zwei, ihr glaubt es nicht. Treffer Nummer 3. Treffer Nummer 3, Zufall. Zufallstreffer, genau. Dass die Christa auch genau gerade am Vilstal-Radweg wohnt, habe ich keine Ahnung. Und dass sie eine Minute vorher schaut, was die Kirschen machen, auch keine Ahnung. Und dass der Patschi jetzt ohne Leine da in den Garten laufen darf, das ist grandios. Wie hältst du mal, Christa? Ja. Haben wir uns schon begrüßt? Lass uns begrüßen. Schau, begrüßen. Mit Patschi. Ja, schön. Mit lauter Filme. Ja. Patschi freut sich schon. Jetzt bin ich Patschi. Ohne Leine. Hallo Patschi. Was macht er? Kannst du Hallo hingehen, Patschi. Hallo Patschi. Hingehen, wo du willst. Ja, ich gebe dir die Kamera wieder. Ja, wenn ihr euch erinnert, das war ja wie ich eine Vilstalsee Ausflug. Einmal haben wir ein Bild sogar auf deiner Seite. Einmal haben wir ein Foto gehabt, da Genau. sind wir uns da hinten bei die abgeernteten Kohlrabi begegnet. Richtig, da bist du da vorbeigegangen Das und war- eine Stunde später das habe war- ich dich gesucht. Das war 2019. Richtig? Und dann war es da in diesem lustigen Das war Pilgerhaufen letztes Jahr. letztes Jahr, genau, wo ich mich dann Am- dazu gesetzt am habe. Vilstal was schon nett Stausee. war, genau, am Stausee. Und jetzt? Vor einer Minute bin ich aus dem Haus gegangen. Wahnsinn. Sonst hätten wir uns jetzt gar nicht gesehen. Gell? Nee, aber ich habe ja keine Ahnung, wo die Christa wohnt. Ich Nee. weiß zwar Reisbach, Ja. aber
Genau. Weißt, und mit eine Nachricht schicken ist auch Nö, Schmarrn. hätte Weil ich jetzt ich weiß vielleicht nicht- auch gar nicht gesehen. Gell, weil ich weiß auch nicht, wann ich wo bin. Das ist ja auch noch das. gell. Gut, So ist eh viel so, schöner. jetzt schalte ich euch wieder weg. Im Garten darf der nirgends frei laufen, weil er ja taub ist, weil man nicht rufen kann, weil er ein Dummkopf ist, der Rehe und Hasen und Autos jagt. Arbeitsstelle hier da auch. Schau. Okay. Ach, da ist er ja schon. Ich wollte gerade dir auf die Weil wir Spur haben ja kommen. eher, weißt du, Baustelle und Wohnen. Deswegen ist bei uns. Ja, natürlich. Das ist ja, Na, das, los, dass ich ihn ja. deswegen auch nicht Der hat- rufen kann. Gell. Der hat so Spaß jetzt. Losen. Der hat solche Freude jetzt. Und das ist ja süß und dann kommt er immer wieder, gell, ob ich noch da bin. Du bist ja schon voll toll. Du bist ja schon voll toll. Gerade geht er wieder um die Ecke, jetzt kommt er wieder. Der hat so Freude jetzt. Ah, da müssen wir kontrollieren gehen. Ja, ja. Süß und dann kommt er immer wieder schauen. Das konnte ich nicht. Ja, Das konnte ich sind nicht. wir durch, Patschi, ha? Alles erkundet. Da läuft er immer und dann ganz schaftig läuft er immer weiter und dann kommt er wieder. Vorbeigeht. Das Ende immer da vorbeigeht, so nach dem Motto. Was jetzt schau. Ja. Jetzt muss er wieder weiter. Na, er folgt ja auf den Fuß. Natürlich. Das schmeckt ihm. Jetzt haben wir es da ins Wappen her. Okay. Gleich nochmal. So, gleich kleiner. Oder hast du jetzt genug? Ja, ja, das muss. Ha? Ah nein, das muss da hin so.